Liebe Leute, ihr wollt Niederländisch lernen oder kennenlernen? Dann seid ihr hier richtig. Mit diesem Video starte ich eine Reihe über die niederländische Aussprache. Und die ist kniffliger, als man auf den ersten Blick denkt. Und die Aussprache ist nicht nur wichtig, wenn man Niederländisch selber sprechen will, sie hilft auch beim Lesen. Wenn man weiß, wie ein Wort ausgesprochen wird, dann kann man auch leichter erraten, was es wohl auf Deutsch heißt. Ich möchte also die Aussprache des Niederländischen vorstellen. Und zwar so, dass es für euch einen Nutzen hat. Ich stelle mir vor, dass ihr im Urlaub die kleinen Dinge besser verstehen wollt. Oder dass ihr euch für Sprachen interessiert oder dass ihr Niederländisch ernsthaft lernen wollt. Darum soll meine Reihe für möglichst viele Menschen verständlich sein. Um das zu erreichen, habe ich mir folgende Punkte überlegt. Ich möchte ohne Fachbegriffe auskommen. Denn warum sollte ich erwähnen, dass das scharfe S ein stimmloser alveolarer Frikativ ist? Entweder wisst ihr das schon selber oder es ist ein unnötiger Ballast. Denn was ein scharfes S ist, das wissen wir alle. Ich gebe ja auch Beispiele. Ganz ohne Fachbegriffe geht es wohl nicht. Wenn ich mal einen verwende, will ich ihn erklären. Übrigens braucht ihr auch keine Grundkenntnisse im Niederländischen. Viele Menschen finden es schwierig, nur über Laute zu sprechen. Die fragen sofort, wie wird das geschrieben? Und zu den Leuten gehöre ich auch. In der Schule hatte ich Französischunterricht und in der ersten Stunde hat sich der Lehrer hingestellt und gesagt, c'est un cahier, c'est une table. Und ich dachte sofort, das kann ich mir nicht merken, das kann ich mir nicht vorstellen. Wie schreibt man das? In den kommenden Videos wird es also auch ein wenig über die Schreibweise und die Sprache selbst gehen. Ich glaube, dass euch das am meisten weiterbringt, denn wenn man den Hintergrund einer Sache kennt, dann kann man sich die Sache selbst besser merken. Übrigens, auf meinem Kanal stehen einige Videos, in denen findet ihr mehr über das Niederländische und die Niederlande. Schaut mal in die Beschreibung für Links. Und solche Videos möchte ich auch weiterhin machen, das heißt, ein Abo für meinen Kanal lohnt sich. Folgender Punkt. Meine Erklärungen sind für Menschen gedacht, die vom Deutschen herkommen. Daher kann ich mich auf Laute und Schreibweisen konzentrieren, die für deutschsprachige Menschen ungewohnt sind. Manche Laute haben wir auf Deutsch so gar nicht. Zum Beispiel, wie klingt wohl das hier? Andere Laute und Schreibweisen kennen wir bereits. Diese Laute werden auf Niederländisch genau wie im Deutschen ausgesprochen oder nur ein bisschen anders. Und darum kann ich viele Dinge weglassen, die für euch kein wirkliches Problem sind. Wenn ich die niederländische Aussprache systematisch und vollständig darlegen wollte, dann sähe das anders aus. Niederländisch wird nicht überall gleich ausgesprochen. Ich konzentriere mich hier auf das Niederländische in den Niederlanden. Nicht, weil das besser wäre als das in Belgien oder Suriname. Im Gegenteil. Aber ich wohne nun mal eben in den Niederlanden. Ansonsten, welche Aussprache wollt ihr lernen? Die Standardaussprache? Natürlich. Allerdings, wie spricht man das niederländische Wort für Nein aus? Naja, das E wird doppelt geschrieben, dann ist das ein langes E. Nee. In der Realität sagen aber viele Niederländer nee. Am Ende hört man so einen J-Klang. Nee. Oder auch schon mal nö. Warum reden die nicht normal? Des Rätsels Lösung, so spricht man im Westen der Niederlande, also in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag und so, wo die großen Städte sind, wo die Reichen und Mächtigen wohnen. Das ist nicht direkt ein Dialekt, aber schon ein Akzent. Im Osten der Niederlande sagen die Leute hingegen nee und dafür werden sie dann im Westen ausgelacht. Und wie sollen Ausländer sprechen? Das kann ich nicht für euch entscheiden. Vielleicht möchtet ihr euch ein bisschen an die Aussprache aus dem Westen anpassen. Auf jeden Fall solltet ihr solche Unterschiede kennen. Sonst wundert ihr euch, dass euer Liebhaber im Westen euch anschmachtet, bleib bei mij. Und ihr antwortet, Moment mal, der Sicko van Dijk hat gesagt, bleib bij mij. Und dann wird euer Liebhaber noch wütender. Nee, bei mij moet je blijven. Und den Stress will ja keiner. Zur Sicherheit sage ich auch das Folgende.
Diese Reihe hier ist nur eine Einführung für Neugierige oder eine Auffrischung. Wenn ihr perfekt Niederländisch sprechen wollt, dann braucht ihr einen guten Kurs oder am besten wohnt ihr in einem Land, in dem die Sprache gesprochen wird. Und was heißt schon perfekt? Die Niederländer und Flamen sprechen ja auch nicht perfekt. Wer so richtig gut sprechen will, der braucht letzten Endes Sprecherziehung. Ich finde aber, wenn man eine neue Sprache lernen will, dann ist es wohl gar nicht sinnvoll, wenn man sofort perfekt sein will. Viele Leute haben ja sogar Angst davor, eine Fremdsprache zu sprechen. Die sagen, ich will sofort alles perfekt lernen, denn wenn ich mir zuerst etwas Falsches anlerne, dann muss ich später wieder umlernen. Und erst wenn ich perfekt bin, will ich überhaupt erst etwas sagen. Die haben also Angst, ausgelacht zu werden, wenn sie Fehler machen. Vielleicht kommt das vom Englischunterricht her in der Schule. Vielleicht sollte man es besser so sehen. Man kann eine Sprache nicht in einem Rutsch lernen. Das Lernen ist ein langer Weg und auf diesem Weg braucht man viele Zwischenschritte. Darum ist es gut, früh mit dem Sprechen anzufangen. Wer die neue Sprache viel spricht, kann sie sich auch besser merken. Wenn ihr auf diesem langen Weg Fehler macht, das ist ja völlig normal. Also, Perfektion kann hier nicht das Ziel sein. Auch darum werde ich in den kommenden Videos eine Ampel benutzen. Ich teile die Laute in 3 Gruppen ein, je nachdem, wie schwierig sie für uns sind. Also für uns, das heißt für Menschen, die vom Deutschen herkommen. Eine Gruppe sind die Laute und Buchstaben, die uns keine Probleme bereiten. Die werden höchstens ein bisschen anders ausgesprochen. Das L zum Beispiel. Auf Niederländisch soll das ein so richtig dickes L sein, so wie man das aus dem Rheinland kennt. Aus Köln. Es hat damit zu tun, wo man da die Zunge genau hat. Aber das sind Kleinigkeiten, die nicht wirklich stören und Niederländer sprechen das L auch nicht alle gleich aus. Wer da perfekt sein will, der kann das später bei Gelegenheit verfeinern. Die zweite Gruppe sind Laute oder Buchstaben, bei denen wir uns ziemlich umgewöhnen müssen. Wie sprecht ihr diesen Buchstaben aus? Im Deutschen ist es ein G, auf Niederländisch ein Ch. Würdet ihr auf Niederländisch trotzdem G sagen, dann kann das theoretisch nicht zu Missverständnissen führen. Denn G gibt es auf Niederländisch nicht, höchstens in Fremdwörtern. Aber naja, ihr solltet diese Laute schon relativ richtig aussprechen. Denn wenn ihr sie falsch aussprecht, dann müssten sich eure Zuhörer schon sehr genau darauf konzentrieren, was ihr sagt. Und schließlich gibt es schwierige Laute, die ihr auf jeden Fall richtig aussprechen müsst. Beispiel Ö. Viele Anfänger sprechen den Laut wie Ö aus oder so ähnlich. Das führt aber dazu, dass man falsch verstanden wird. Buik bedeutet Bauch, aber Böök bedeutet Buche. Das ist also ein ganz anderes Wort. Solche Laute müsst ihr auch nicht sofort perfekt aussprechen. Aber ihr müsst sie richtig genug aussprechen, sodass man sie von anderen Lauten unterscheiden kann. Und dann noch dies hier. Über das Internet wird ja gesagt, alles muss Unterhaltung sein. Wenn du keinen Skandal ankündigst, wenn du kein Thumbnail mit Clickbait hast, dann klickt keiner dein Video an. Oder wenn du nicht pro Minute 3 Witze einbaust, dann klicken alle weg. Nichts gegen Humor und in anderen Videos seht ihr ja, dass ich mir richtig Mühe gebe. Aber bei diesen Videos hier zur Aussprache, naja, letzten Endes würde ich mich gern auf das Thema konzentrieren und eher sachlich bleiben. Und wenn ihr dieses Video jetzt noch schaut, dann ist das wohl auch in eurem Interesse. Das sind also die Themen der Aussprachereihe. Im nächsten Video fange ich ganz einfach an mit dem niederländischen Alphabet, so zur Übersicht. Ich hoffe, ihr begleitet mich bei diesem Abenteuer Aussprache. Danke fürs Zuschauen, vergesst Abo und Like nicht. Tot ziens.